Hartelijk welkom bij Dennis Kookt. Vandaag maken we een tomatenbroodsalade. Sag mal nach. Ich soll das nachsagen? Ja, klar. Nein, so war das nicht abgemacht. Wir machen heute ein richtig schönes Sommergericht und zwar machen wir einen Tomatenbrotsalat. An meiner Seite heute Maxime Herborn. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Dich als alte Fußballerin hier im schönsten Stadion der Welt begrüßen zu heißen, ist ja auch für mich was Besonderes. Ne? Wo hast du gespielt? Ich komme aus Kerkrade, also ich komme eigentlich aus Holland. Ja. Und habe da bei KWC Oranje gespielt. Okay. Welche Position hast du gespielt? Stürmerin, vorne. Und Borussia Dortmund baut ja auch eine Damenfußballmannschaft auf. Vielleicht sehen wir dich da irgendwann. Könnt mich ja mal vorne einladen. stehen. Können wir probieren. Aber heute wollen wir erst mal kochen. Gerne. Und damit fangen wir an. Und zwar wäre es schön, wenn du als erstes die Kirschtomaten einmal schön halbieren und Mach hier ich. rein. So die Hälfte reicht. Und damit wir so ein bisschen mehr Geschmack in diesen Tomatenbrotsalat kriegen, nehmen wir nicht nur Kirschtomaten, die ja schon sehr süß sind, sondern wir haben auch noch dazu getrocknete Tomaten. Weil das gibt eine ganz besondere Kombination. Für den Tomatenbrotsalat brauchen wir natürlich auch Brot. Und da habe ich mich heute für einen Ciabatta entschieden. Und da kann man einfach ein altes Brot nehmen, weil das sowieso gleich in der Pfanne geröstet wird. Da macht das überhaupt gar keinen Unterschied, ob frisch oder alt. Da ist frisches Brot fast vergeblich. Reicht das mit den Tomaten? Das reicht auf jeden Fall. Sehr gut. Wenn du selber Fußball gespielt hast, bist du da auch Fußball verrückt? Ich war richtig verrückt. Das war aber auch noch, als ich zu Hause gewohnt habe. Mit meinem Bruder haben wir dann immer geguckt und meinem Papa halt. Okay. Aber jetzt, wo ich quasi hier bin und alles noch mal gesehen habe, ja, vermisse ich es ein bisschen tatsächlich. Da juckt es dann doch schon. Ja, ne? ja. Du kannst die getrockneten Tomaten auch nehmen und dann halbierst du die einmal so. Ja. Und dann schneidest du die so in 3 Stücke, dass sie Okay. nicht zu klein sind, weil wir wollen ja nicht, dass die untergehen im Salat. Du kommst gebürtig aus Holland. Aus Holland, ja. Jetzt hast du überhaupt keinen Dialekt. Wie kommt das? Mein Papa ist Deutscher. Ja. Und ich bin quasi aufgewachsen, dass ich halt immer mit ihm Deutsch geredet habe. Okay. Aber zur Schule bin ich halt tatsächlich in Holland gegangen und irgendwann halt wieder zum Studium gewechselt nach Deutschland. Ja. Aber ich könnte tatsächlich einen holländischen Akzent machen. Nee. Ja, Kannst du auch richtig Holländisch noch? ja, auf jeden Was Fall. heißt jetzt hier herzlich willkommen bei Dennis Kocht auf Holländisch? Hartelijk welkom bij Dennis Kookt. Vandaag maken we een tomatenbroodsalade. Sag mal nach. Ich soll das nachsagen? Ja, Nein, klar. So war das nicht abgemacht. Ich kann nur, ich bin der Dennis. Ist es smakelijk? Ja, Ja, mehr habe ich aber nicht behalten. Wir hatten ja auch mal einen holländischen Trainer. So, dann kannst du nicht einmal schlecht. bitte die Zwiebel schälen. Von wann bis wann hast du Fußball gespielt? ich glaube von 15 bis 20. Weil du warst vorne im Sturm und hast du auch mal so einen Hattrick geschossen oder so? Ja. Echt? Und das Witzige war, darf ich jetzt nur im Koch natürlich nicht sagen, aber wir haben danach tatsächlich, weil der Trainer so stolz war, durften wir ein bisschen Fastfood essen. Ja. Hat er uns ausgegeben. Ja, haben wir auch schon mal gemacht. Also ist jetzt nicht so, Habt als wenn ihr? das ganz verpönt wäre. Ja, wir haben auch, als wir in Amerika waren, wir auch mal nach einem Spiel, ich glaube, da haben wir gegen Liverpool gespielt und sogar gewonnen. Und dann waren wir danach mit allem bei Five Guys und haben uns auch Burger reingeschraubt. Ich finde, man muss auch irgendwann mal sich zwischendurch belohnen. Ich brate das Brot an in Olivenöl, dazu gebe ich eine Knoblauchzehe, die drücke ich einmal an nur. Und dann gebe ich das Brot da rein und röste das schön im Olivenöl an, wie so Croutons. Und Zwiebeln grob oder fein? Bei der Zwiebel haben wir ja hier unten quasi die Wurzel. Das heißt, wir schneiden die Wurzel hier hinten so raus, so schräg. Weil das hat den Vorteil, wenn wir jetzt hier ganz langsam, dann fallen die direkt auseinander, weißt du? Und dann haben wir die so schön in dem Salat gleich drin. Dann gehen die nicht so unter. Probiere ich mal aus. Was kochst du denn so zu Hause? Weil du kochst ja auch ganz gerne, ne? Ich koche sehr, sehr gerne. Probiere mich auch immer ein bisschen aus. Manchmal klappt es, manchmal nicht. So, das ist aber wichtig, dass man probiert, ne? Ja. Tatsächlich habe ich letztens auch mal versucht, Nudeln komplett selber zu machen. Das hat halt dann nicht so ganz gut funktioniert. Vielleicht hast du ja einen Trick, die sind mir dann im Kochwasser alles zusammengeklebt. Was da ganz gut ist, wenn du die durch die Maschine durchlässt, dass du dann immer noch so ein bisschen von dem Mehl mit dran gibst und vor allen Dingen die erstmal kurz trocknen lässt, bevor du die reinschmeißt. Also quasi auf dem Blech ein bisschen auseinander und dann ins kochende Wasser und direkt so ein bisschen drin rumrühren. Okay. Dann kann das besser funktionieren. Macht Sinn. Und sonst, weiß ich nicht, die holländische Küche, ja, ist halt mit viel Kartoffel.
Frikandel habe ich jetzt noch nicht selber ausprobiert, aber... Nee, ja, nicht. Also Frikandel selber gemacht habe ich noch nie, aber gegessen habe ich es auch schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich auch Holland-Fan. Als Kinder sind wir quasi immer auf dem Campingplatz gewesen mit meinen Eltern und wir waren oft in Holland. Ne? Also so Herbstferien, Osterferien waren wir eigentlich immer da und Frikandel finde ich ja auch Weltklasse. Ne? Also ich mag das total gerne, ja, auch wenn man nicht weiß, was drin ist, aber lecker ist trotzdem. Tatsächlich, er ist ein Holländer, so viele Frikandeln, dass man, wenn man die alle nebeneinander legen würde, man 6-mal um die Welt kommt. In einem Jahr oder generell? In einem Jahr. Ach Quatsch! Eine der besten Erfindungen ist auf jeden Fall Pommes Spezial. Ne? Schön mit Zwiebelchen und so, das kommt ja auch von da drüben. Eine Frikandel Spezial. Mit Joppi-Soße. Was für eine Soße? Ach, kennst du nicht? Welche? Ich glaube schon. Joppi-Soße. Ah, doch, gehört habe ich das schon mal. Oh, das musst du aber mal ausprobieren. Mit was ist das? Eigentlich mit allem. Mit allem? Nein. Mit Pommes ist gut. Auf dem Hamburger kann ich es dir auch sehr empfehlen. Ja? Und gibt es tatsächlich auch in Holland als Chipsorte. Okay. Hier rösten wir die Pinienkerne an. Ohne Öl, ne? Genau, ohne Öl machen wir das, ganz entspannt. Unser Brot haben wir hier angeröstet. Jetzt habe ich da noch ein bisschen Salz, Pfeffer dazu gegeben. Und das geben wir jetzt tatsächlich einfach hier drauf. Ah. Und durch die Wärme werden die Tomaten so ein bisschen angeschmolzen. Und der Saft von den Tomaten geht jetzt quasi ins Brot rein. Deswegen, wenn wir das jetzt so ein bisschen unterheben. Ich ja schon ein bisschen Hunger, ne? Ja, das ist, also ich liebe diesen Salat wirklich. Ne? Wenn du den im Sommer machst. Hit auf jeder Grillparty. Das auch, auf jeden Fall. Also da kannst du tatsächlich, auch wenn das wieder keiner glauben will, aber dann brauchst du auch gar kein Fleisch mehr. Vielleicht noch ein bisschen Joppi-Soße dazu oder so ein bisschen Dips, ne? Dann geht das noch ganz gut, aber das ist wirklich sehr, sehr lecker. Dazu machen wir unsere Oliventapenade. Und zwar habe ich die Oliven einfach nur durchgeschnitten. Ja. Das hat eigentlich nur den Vorteil, damit man die besser mixen kann. Ne? Dazu geben wir Kapern. Die habe ich auch ein bisschen durchgeschnitten. Die großen auch, also nicht die Genau. ganzen. Ich nehme eigentlich gerne die großen, ne? Weil die kleinen, die sind so mega intensiv und hier hast du wenigstens, da beißt du noch mal ein bisschen auf was und hast so einen runderen Geschmack. Dazu geben wir Olivenöl. Dann geben wir dazu ein bisschen Salz, aber nicht zu viel, weil die Kapern haben ja schon. Und ein bisschen Knoblauch, weil da reicht wirklich ein bisschen. Machen wir nur so 3 so Scheibchen dazu. Und dann mixen wir das Ganze durch. Ist eigentlich sind nur leckere Sachen drin. So, und jetzt haben wir das hier. Es fließt halt noch so vom Löffel. Ja. Und da ist es genau richtig. So, wir haben ein bisschen Olivenöl dran gemacht, bisschen Balsamico-Essig und Salz, Pfeffer. Und mehr machen wir da gar nicht dran. Jetzt lassen wir das noch ziehen. Sieht so lecker aus. Die Pinienkerne haben wir mit reingegeben. Das sieht fantastisch aus. Und zwar machen wir jetzt noch den Rucola dazu. Da habe ich so ein bisschen die Stiele abgemacht. Ne? Ja. Weil das ist ja so das beim Rucola, was irgendwie nicht so wahnsinnig schön ist. Ne? Den gibt man auch tatsächlich relativ zum Schluss dazu, weil der sonst so komplett zerfällt. Und das, ja, auch wegen der Hitze vom Brot wahrscheinlich. Ganz genau. So, und jetzt können wir den Parmesan da drauf verteilen ein bisschen. Ich übertreibe immer ein bisschen mit dem Käse. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, meine Philosophie beim Parmesan ist, dass es eigentlich gar nicht genug davon geben kann. Okay, Ja, also es ist im Gericht hast du nie zu viel Parmesan, eher ein bisschen zu wenig. Ne? Was wir noch dazu haben, ist der Burrata. Der ist schon richtig cremig. Den ziehen wir so ein bisschen auf mit dem Löffel. Ist auch eine Wahnsinnserfindung, finde ich. Ja, finde ich auch. Zudem machen wir nämlich jetzt noch unsere Oliventapenade da schön drauf. Und noch ein ganz bisschen frischen Pfeffer dazu. Lass ich erst mal testen. Ich musste einfach mit dem Burrata anfangen, weil ich habe mich da, als ich den vorhin gesehen habe, habe ich mich da schon so wieder drauf gefreut. Das ist sehr gut geworden. Die Tapenade. Also mir gefällt sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hab Super was schönes gelernt. Gericht geworden. Ja, ich auch. Und euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.